In dieser Folge sind wir bei eisigen Temperaturen mit dem Zelt in Deutschland unterwegs. Oh, ist das geil. Minus 5 Grad haben wir. Wir werden auf eine Fischart angeln, die wir beide noch nie gefangen haben. Oh, Alter, das ist ein guter Fisch. Alter. Erstmal für mich, dass ich so einen Fisch gesehen habe. Und zusätzlich geht es auch noch auf dicke Winterhechte. Fisch. Jawohl, sowohl mit dem Zapjak als auch vom Ufer. Ja, mit vielen gerechnet, aber damit, das hätte ich nicht gedacht. Viel Spaß mit der Folge. Let's go! Schön einpacken. Wird richtig kalt heute. Wer kommt auch auf die Idee, bei minus 5 Grad zu zelten? Ne? Markus? So, Team Chaos ist am Start. Wir gehen angeln. Was heißt Team Chaos? Hier ungefähr so groß ist er, der fehlt. Der hatte nämlich eine Panne. Naja gut, dafür haben wir gebührenden Ersatz, würde ich sagen. Den Erik, viele kennen ihn wahrscheinlich schon. Wir sind hier in Brandenburg, ne? Genau, so sieht's aus. Das ist Nordbrandenburg. Was angeln wir heute? Auf jeden Fall auf Hecht. Mit Zapjaks. Du hast gesagt, 70 ist drin, 80 ja schon richtig gut. Ja, könnte man sich als Ziel setzen, den 80er, oder? Ja, das ist unser Ziel. Wir sind 48 Stunden unterwegs, habe ich schon gesagt. Angeln auf einen Fisch, den ich noch nie gefangen habe. Ich weiß nicht, hast du den Fisch schon mal gefangen? Nein, habe ich noch nicht. Ja, also ich will nicht wirklich. so viel verraten. Genau, also ihr werdet sehen, wir sind jetzt hier auf Hecht, schlafen im Zelt bei minus 5 Grad. Und dann geht es morgen noch mal weiter an einen großen Fluss in Deutschland. Und da probieren wir einen Fisch zu fangen, den die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht gefangen haben. Aber jetzt geht's mal los. Let's Auf go. geht's. Geht wohl doch noch nicht los. Müssen erst noch warten, wie Das das dauert Ding. immer ein bisschen. Luftpumpe benutzt Luftpumpe, ne? Für mich ist es das erste Mal auf einem Zapjak, muss ich sagen. Also Kajak haben wir ja schon gemacht, up north. Ich denke, du wirst begeistert sein, wie hart dieses Ding auf dem See liegt und wie gut man stehen kann. Ja, wir haben natürlich auch so Dinger dabei, müssen die nicht aufpumpen. Das haben die lieben Jungs von Knicklicht schon gemacht. Man kann dann nämlich so Teile einfach leihen. Also wenn ihr auch einfach mal los wollt, könnt ihr zu Knicklicht gehen, euch so Teile leihen. Sehr gut. Nummer 1. Mit Becky wäre das schwer geworden. Geil, ey. Aber du kippst damit auf jeden Fall nicht um oder so. Das ist wäre schon gut, cool. würde ich sagen. Dann fange ich schon mal an, hier zu bauen. Okay, let's go. So. Das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus. So, Antrieb. Geht das oder soll ich mal? Oh, ich glaube, das geht, oder? Oh, ei, ei. Aber ist doch Abenteuerflair, schon mal in dieser schönen breiten Schilfschneise hier zu stehen. Ich find's geil. Bisschen schöner als an einer holländischen Steinpackung, würde ich behaupten. Absolut. Richtig gut, ey. Tschüss, Markus. Markus. Ein komischer See irgendwie, ne? So Inwiefern? klein, kein Wald irgendwie. Bin gespannt. Ja, das passt hier auf jeden Fall. So, ich starte mit einem 65er Venom, 20 Gramm Kugelkopf. Einfach ein bisschen durchleiern hier am Schilf. Ich fange natürlich mit unserem Tron an im Glide Mode. Meine Lieblingsfarbe. Schön natürlich. Erik meint auch gerade natürlich Angeln hier. Muss vorab sagen, ich bin super begeistert von den Kajaks hier von Zec. Man richtig geil angeln kann, sich hinstellen. Ich hab Bock. Ein Klickgewicht hier noch rein. Klack. So. Fertig. Markus, was machst du denn hier? Wird schon wieder Ärger oder was? Ich filme, sagt der Ossi. So, wir sind auf dem Wasser und ihr seht, was fehlt. Schwimmwesten. Deswegen geht es jetzt nochmal ans Ufer. Und Schwimmwesten werden geholt, vor allem im Winter, ey. Zieht euch so Dinger an. Ist nicht so lustig, im Winter ins Wasser zu fallen. Deswegen nochmal schnell ins Ufer und dann geht's los. Bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. Wenn ich wiederkomme, ist der 80er drin, ja? Nee, ich angel noch nicht, ich warte auf dich. Alles klar. Die Zeit, in der Erik unterwegs ist, die Schwimmwesten holen, nutze ich auch nochmal, um mein Swimbait ein bisschen zu pimpen. Wir haben nämlich von Nace jetzt so Sticker, die kommen auch bald auf den Markt. Da könnt ihr euch schön welche oben rauf kleben hier und könnt so im klaren Wasser sehen, wie der Köder richtig schön von links nach rechts läuft im Glide Mode hier. So, mal eben fix die Rettungswesten geholt. Ich habe meine schon angezogen. Wie das denn schon sagt, ist natürlich mega wichtig. Und jetzt kann es endlich losgehen. Ah, danke für die Schwimmweste. Sehr gut.
Warte, Erik, komme. Ja. Boah, sind die schnell, ne? Becky liegt jetzt in der Koje und schläft. Tot der Tümpel, hier ist nichts drin. Also wenn ich Hecht wäre, würde ich den jetzt sowas von Wegsnacken. wegsnacken. Ich meine, so ein Frosch in der Jahreszeit ist doch eine absolute Delikatesse. Ja. Gibt ja die Theorie, die Hechte zu ärgern, ne? Ja, Damals im Raubfisch gelesen. ich weiß. So, Dustin, jetzt musst du dich festhalten, wir sind gleich da. Festhalten, weil so viel beißt, oder? Ja. Bin gespannt. Genau deswegen. An den Bodden jetzt mit dem Kajak wäre auch geil. Oh, Fisch! Kleiner. Bist du süß? Ein Süßer. Entschneidert. Da kommt er rüber. Warte mal. Ich bringe mal zu euch rüber. Da ist er. Ihr seht's. Schön auf unseren Tron. Wie Erik gesagt hat, wir sind am Hotspot. Und am Hotspot hat er gebissen. Ein kleiner, aber dickerchen. Ja, der hat noch Untermaß. Der darf zurück. Tschüss, Großer. Aber entschneidert. Petri. Dank. Neues Gewässer, erster Fisch. Gewässer-PB, muss man ja eigentlich baden gehen, ne? Weiter geht's, oder? Fahren wir weiter, Erik, oder? Ja, ich würde sagen, hier machen wir noch rechts und links ein paar Würfe. Ja, Ich ne? würde jetzt auch noch mal auf den Tron umswitchen. So einen schönen Schwimmbetthecht würde ich mir auch wünschen. Ich dir auch. So, wo soll ich hinwerfen? Links oder rechts? Geradeaus, rechts, hier so. Hier ist eigentlich ganz griffig. Die Mission steht ja immer noch, den 80-Plus-Hecht hier zu Ja. verhaften. Oh, da war der Biss. Verdammt. Schade. Gerade beim Ankurbeln auf dem Chat, auf dem Venom. Auch Weckys Lieblingsfarbe, wenn ich das so mitbekommen habe. Ja, also Gold-Glitter, ich glaube alle, Ja, ja. mein PB beispielsweise, YPC Bank, diesen 1,26 Meter, habe ich auch darauf gefangen. Ah, es war kein guter Fisch, das ganz kleine Zähnchen hier. War ein Es Zander. könnte tatsächlich ein Zander sein. Wollte gerade sagen, war der Zander. Die Schlitze hier, Das wäre krass. ganz kleine Einrisse nur. Ja, ich habe schon fast geahnt, dass ich mit dieser Montage, mit dem einen Drilling hier wahrscheinlich 4 Bisse bekomme. Naja. Fisch! Jawohl. Naja, besser als der eben auf jeden Fall. Aber der nächste, also sie werden etwas größer. Nicht viel, muss man sagen. Aber zumindest etwas größer. Ah, ihr seht's, Swimmate hat es wieder gerichtet. Unser Tron. Winterwaffe. Ah, der ist doch schon ein bisschen größer. Super. Nicht viel größer, aber etwas größer. Haufen Swimmate im Winter hier. Und die sind nicht sehr aktiv. Man sieht, die Egel sind hier drauf. Ah ja. Aber schöner kleiner Hecht aus Brandenburg. Super. Geil. Wir sind etwas näher am 80er, aber ein bisschen größer müssen wir noch werden. Läuft doch, 2 Hechte, eine Attacke. Ja, ja. Ich muss nachlegen, ja. Das dann fischt mir alles weg hier. Ich mache eine andere Farbe vom Tron ran. Hier, die Taschen sind übelst praktisch übrigens. Ah, den Barsch, hätte ich den dabei, würde ich den jetzt auffischen. Ja, pass auf, der wird es jetzt richten. Ich würde sagen, wir ballern zum Schilfgürtel. Okay. Ja, ich fahre jetzt zum Spot. Hau weg da. Steht der Wettrennen hier? Wer drin? Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Vorbei. Fisch! Nein! Ausgeschlitzt. Das ist doch nicht euer Ernst. Der war größer als... Komm, das wirf hin, der beißt nochmal. Nee. Ey, ich bin ja vom Pech verfolgt, das gibt's doch gar nicht. Ah, der war groß, der war größer. Genau, oder? Ah, relativ nah am Schilf, ne? Ja. Also nicht immer mit Tiefangeln im Winter. Da ist er. Ist der gleiche? Ich weiß nicht, ob es der gleiche ist. Glaube nicht. Aber der ist gar nicht so verkehrt tatsächlich. Oh, Fisch! Doppelte, das gibt's ja gar nicht. Ja, doch, der ist kleiner als deiner. So Leute, ich hab's geschafft. Ist immer die Frage, wer den größten hat hier. Ne? Ey, da steckt sogar noch ein Baitfisch im Hals.
So, bei mir hat es geklappt. Ja, was hat der? 50, 60, aber egal. 4. Kontakt, jetzt hat es wirklich geklappt auf den nächsten Tron. So, ihr seht's. Tron rasiert heute. Erik, deiner auch, ne? Definitiv. Auf Tron. Geil, ey, das macht doch Spaß. Und mein Biss war echt, boah. Meiner war auch sehr gut. Cool. Deiner ist richtig massiv, ne? Richtiger, runder, kleiner, kompakter. So, da sieht man es, voller Egel. Cooler Fisch, geil. So darf es weitergehen. Fisch, Jawohl. klein, wieder, glaube ich. Hey, eine Wurst. Ein Würstchen. Ja, obwohl so klein wie die anderen halt. Ein kleiner. Guck mal, da präsentiert er sich noch. Fisch Nummer 5. Ja. Er richtet's heute. Der 80er muss trotzdem noch fallen. Erik, wir müssen uns noch ein bisschen anstrengen hier. Ich gebe Vollgas. Oh, was für ein... Oh, weg ist er. Aber hast du gesehen? Wegesser. Weg ist er. Guter Biss. Ich glaube, der war größer. Schade. Ja. Es kann doch nicht sein, dass wir immer parallel Bisse bekommen. Die Bisse kommen aber stabil rein. Ja, der war auch stabil. Wahnsinn. Grad. Wo ist er? Aber auch wieder die gleiche Größe. Auch eine Flöte? Ja, sehr, sehr flötig, ja. Oh, geht auch. Naja, immerhin der zweite für mich. Schön. Du hast es vorhin gesagt. Hier könnte es noch mal knallen. Fisch. Fühlt sich ein bisschen schwerer an, aber ja, der ist besser. Er ist besser, viel besser. Ja, tatsächlich ist der deutlich besser. Schöner Fisch. Könnte ein 80er sein. Jawohl. Ah, jawohl. Aber das ist ein massiver Fisch. Oh, yes! Ja! Und vor allem kurz vor, wir haben gesagt, jetzt hier noch bis zum Ende und dann hauen wir ab, weil der Wecki wartet. Aber das ist schon ein schöner Brocken hier. Oh, ja, aber doch, ist ein wunderschöner Fisch. Länger als ich dachte. Ob das das Ziel ist des 80ers, weiß ich nicht. Aber ein sehr schöner Fisch. Aber wir legen den mal rauf. 78 hinten. 2 Zentimeter entfernt vom Ziel. Aber egal, sehr geiler Fisch. Ich freue mich. So ein Brandenburger Hecht, knapp 80er, bin ich sehr happy mit. Sehr happy bin ich damit. Sehr happy. So, da ist er. Im Gleitmode. Nochmal richtig einen abgeräumt hier. Yes! Ich bin stolz auf uns. Also sowohl stückzahlentechnisch ist es ganz gut und der 78er jetzt als i-Tüpfelchen, ich würde sagen, kann man nicht meckern. Angenehmer, guter Angeltag mit viel Fisch. Aber ihr seht es mal hier, guckt euch das an. 7 Hechte. Jetzt hat das schon ein paar Macken, aber sieht auf jeden Fall noch super aus. Ich bin gespannt, jetzt geht's vom Ufer weiter gleich. Ich hab Bock, da hinten drehen die Jungs noch. Ich frage mal, ob Erik jetzt noch einen gefangen hat. Sonst würde ich sagen, fahren wir mal zum Wecki. Der ist nämlich auch zurück. Hat's noch einen, Erik? Leider nicht. Diesen Schilfhalm, den ich dir vorhin geschildert hatte. Den hat sie, ja? Ja, besser als nichts, würde ich sagen. So sieht's aus. Aber ich bin trotzdem sehr happy, muss ich sagen. Ja, ist doch top. 78, Mensch. Ja, Mission knapp verfehlt, aber wir haben ja noch. ja. Wir haben noch und die Stückzahl, muss ich ja ganz ehrlich sagen, hätte ich so nicht erwartet heute. Ne? Ja, ist doch 6, gut. 7 Fische und ein 78er finde ich in Ordnung. Ja, ich muss auch sagen, ich bin super happy. Also so ein Ding werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Und dann werden wir hier die brandenburgischen Gewässer unsicher machen. Und MacPom und alles. Ich werde euch verjagen. Also wir gehen einfach zusammen. Wir werden deine Spots abgreifen, wie wir es jetzt gemacht haben. Ja, machen wir so. Alles kein Problem. Einen See kenne ich noch. Eine nur. War doch mal ein erfolgreicher Vormittag schon mal. Schon mal Bock jetzt zu gucken, was jetzt noch so geht. Wo der Erik uns noch hinführt heute. Na, Wecki, hast du ausgeschlafen?
So, die Morgensession habe ich gekonnt geskippt. Ich hatte heute Nacht eine Panne. Ich bin erst um 4 Uhr im Hotel angekommen und dann habe ich jetzt tatsächlich ausgeschlafen. Ein bisschen mehr Einsatz hätte ich mir da schon erhofft. Ey, die Nacht, ich hätte gedacht, ich überstehe die nicht. Die war so nervig. Ey. Du so verstehst die nicht. Junge, ich war sie nicht. ich war irgendwo- Es feiern 8 Promille, aber über... Jetzt packen wir zusammen und fahren zum nächsten Spot, weil wir haben uns gedacht, 80 plus war unser Ziel. Da ist nur ein Fisch bis jetzt rangekommen, deswegen müssen wir noch Gas geben an dem anderen Gewässer. So, Becky, Hände aus den Taschen, anheben. Ich bin da ein bisschen zu Ich kurz hab ja für. gesagt, das ist nicht die optimale Größe. So, abgebaut, kurz was essen. Aber jetzt geht's zum nächsten Spot. Becky, steig in eine Kiste drin. Jo, ich fahre dir hinterher. Jo. Ah, schön in Warthose ins Auto. Immer das Beste. Schön nass auf der Ledersitze. Ist schon schön hier so, die Wälder, ne? Muss man sagen, ist was anderes als Holland. Petri, hi Jungs. Petri, Jungs, fangt was. Ich muss gucken, ich weiß nicht, wie schlammig das ist, ne? Dass hier so megamäßig einsinkst. Okay, los geht's. Eng, Fisch. Fisch. Erster Wurf hier. Das ist schon geil. Jawohl, Junge. Becky, deine Lieblingsfarbe des Venoms, habe ich vorhin schon gesagt. 1006? Ehrlicherweise bin ich noch nicht ganz so farbbewandert, was eure Codes angeht. Das ist 1006. Aber es konnte nur 10:06 sein. Erster Fisch hier, erster Wurf. Naja, immerhin. Aber schon tief gebissen, ne? Ja, ich habe runtersinken lassen. So Leute, der erste Wurf für mich bei dem Drehtag. Ein paar Stunden später als bei euch. Schon mal keine Perücke. Ist die halbe Miete das denn. Erster Spot, 4 Würfe gemacht. Schon mal nichts gefangen. Aber Erik hat einen kleinen gefangen. Über den hätte ich mich auch schon gefreut. Nach der ganzen Action heute Nacht wird das schon ganz gut tun, wenn ich jetzt mich wenigstens entschneidern könnte noch. Weil viel Angelzeit bleibt mir nicht. Weicher Boden hier, ey. Ich glaube, wir haben nicht mehr. Was denkst du, Markus? 2 Stunden Sonne? Wie spät ist es? 15 Uhr jetzt? Sieht schon sehr. 2, 1,5 höchstens. 1 Stunde 10. 1 Stunde 10, oder? Ja. Boah, scheiße, es wird echt eng. Wenigstens so ein 60er Hecht oder so. Das sollte schon noch drin sein. Alter, das ist ein guter Fisch. Alter! Der ist 80, locker 80 plus. Oh, der stand richtig drin. Ich hab's gesehen, wie du angeschlagen hast. Kannst du den Kescher abziehen, Becky? Warte. Der hat vielleicht sogar noch mehr. Der ist wirklich fett. Ja, ist ein 90er Fisch, glaube ich. Jetzt fühlt er sich an wie ein Meter. Auf jeden Fall eine dicke Wulst. Aber der ist vielleicht auch im Boden, deswegen. Der fühlt sich richtig schwer an. Kescher mal, oder? Ja, Kescher schnell. Rein da. Ja! Oh, geil. Yes! Wow, richtig. Boah, ist der fett, das denn? Nice, Alter. Das war richtig gut. Oh, war das ein Biss. Schau mal an, wie fett der ist. Ist das ein Meter? Nee, das glaube ich nicht, aber guck, wie fett. Doch, das ist ein Meter. Ja, End 90. Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Davor, als Was du eine gesagt hast, Überraschung. hier maximal 65, sein Rekord hier, was hast du gesagt? Der 70. Oder Achso, was? meiner, ja genau. Ja. Oh, Guck, wie fett der Das ist. ist richtig schöner Fisch, Mann. Alter, Krass. was Auf für dem ein Tron. Biss auch. Bam. Soll ich von euch irgendwie eine Scale hier mal ausbreiten? Ich habe eine Scale dabei, wenn du. Ah, die kann man da. Die weiße dann, ne? Ja. Alter. Jungs, ich bin... Alter. Richtig gut. Boah, was für ein Biss das war. Alter, das ist eine richtige Wintersau, ne? Ja, der ist richtig fett, Alter. Alter, der ist größer, als ich dachte. Ich dachte, weil der so schwer war, dachte ich, der hat easy einen Meter. Alter. Alter, ist der fett, das Ding. Alter, boah, der ist länger, als ich dachte. Ich sag 87. Ist gar nicht so groß, ne? Aber er ist brutal fett. Ja, 90. Guter 90er. 90er. Vorne Alter. dran? Ja. 90er. Ja, 90er. Fisch hier. Alter Schwede, Geil. Alter.
Schöner Überraschungsgast aus so einem Tümpel hier, ne? Oder? Wahnsinn. Vor allem wie fett der ist, schau dir mal den Bauch an. Der hat sich richtig was weggefressen, ey. Petri, Alter. Ey, wirklich, Der Tron ist der Tag des Trons, Alter. ich Das hätte ist ja mit unfassbar. vielen gerechnet, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem nachdem du gesagt hast, ja, wir fangen hier schon welche, aber Ja, nicht klar. so groß. Überraschungen Ey, sind natürlich drin, aber es ist nicht alltäglich, so ein Ding hier, ne? Und der Einschlag, und dann stand der ja auch so, ich dachte erst, das ist ein Meter. Weil der ja auch wirklich diese Kopfschläge, kennst du diese langen Kopfschläge? Ja, ja. Hat man auch von Weitem gleich gesehen. Ja! Auf den Tron im Glide-Mode. Ne? Glide-Mode, nur über die Rolle gefischt. Puh. Ich bin happy. Ja, glaube ich dir. Yes! Okay, von mir aus kann er aufhören. Döner essen gehen. Junge, ich dachte, er hatte Angst, dass ich verliere. Als er hier kam, habe ich auch gesehen, der hing nicht so besonders gut. Ah, du kannst mal sehen, was so ein Swimbait, der nicht überall gefischt wird, macht, ne? Also ich hätte das echt nicht gedacht, dass hier so ein Ding heute bei ist. Ja, ja. Kannst mal sehen. Ja, ist so, weil hier wird niemand Swimbait fischen. Nee. Boah, ist das krass, Jungs. Also der Fisch ist echt crazy gewesen. Vor allem, weil er auch noch so schön dick war. Oh, ich bin so happy jetzt. Geil. Ey, ohne Witz, ich hätte nicht gedacht, dass es so läuft heute. Also es ist jetzt nicht der absolut kranke Tag, aber so 90er und dann auch Stückzahlmäßig. Dass wir hier einen 90er fangen, Ja, hätte ich mit Pose, niemals meint er. gedacht. Der Für geht. mich auch ein sehr krasser Tag bis jetzt. Aber ich habe einen wunderschönen Fisch für das Ding gesehen. Das tut auch schon mal gut. Da kann man sich vorstellen, wie es ist, wenn man auch mal so anfängt. Also ich bin pleased für heute, ich bin durch. Ach übrigens, wir haben unsere 80-Plus-Challenge geschafft. Alter, auch noch das? Stimmt. Hä? Was ein Tag, ne? Was ein Tag. Den kann man nur mit dem Döner beenden nachher. So aber sieht's aus. Zwiebel und Doppel-Knoblauchsoße Ja. noch drauf. Und weil du schon Probleme mit dem Bauch hast, auch noch scharf. Ja. Und Käse für Markus. Ich glaube, da kriegst du nur so einen komischen Instant-Käse. Das reicht, Das Markus. wird Pfeift trotzdem durch. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Die Laune hätte ich auch mal gern. Die habe ich aber leider nicht nach dem Tag. Ah, Weil's und nicht. jetzt mal ohne Spaß, ich hatte so schlechte Laune die letzten ganzen... Schon, also nach der Messe bin ich in ein richtiges Loch gefallen. Ja. Ich glaube, so hier ewig auf diesen Release hingearbeitet, dann war er, so da bin ich wirklich, war richtig so, Ja, und dann warst du auch noch krank nach der Messe. dann war war ich richtig krank. Also Wetter war scheiße, krank, wenig krank. Sonne und alles. nicht geangelt und jetzt einmal angeln, beste Medizin. Bam. Gut, klar, wenn man geschneit hätte, vielleicht. einfach draußen sein, hilft schon manchmal. Ja, ist so. Ja, jetzt habe ich schon aber ein bisschen das Gefühl, das Licht ist nicht mehr das Beste für ein Hecht. Nee, viel weniger darf nicht mehr sein. Viel mehr Spots werden wir hier wohl nicht mehr machen. Es wird wirklich sehr dunkel, aber ich freue mich schon aufs Zelt. Ey. Mist, jetzt gehen wir noch essen, was einkaufen. Schön Tee für morgen früh, Kanne, Pfanne wahrscheinlich auch, haben wir nämlich alles vergessen. Und wir essen noch einen Döner als Belohnung. Und dann geht es morgen weiter. Und ich habe es euch gesagt, wir gehen dann noch auf den Fisch. Den hat von uns Anwesenden hier noch nie jemand gefangen. Vielleicht schaffen wir es. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, welcher Fisch das ist. Das wäre so geil, wenn wir so einen fangen. Safe. Soll auch sehr schmackhaft sein. Gegessen habe ich schon. Ich habe auch schon welche gesehen in echt, aber Ich selber nicht. Ich habe live noch nie gesehen. Ne? Hab ich schon. Aber selber gefangen mit der Route leider noch nicht. Vielleicht schaffen wir es. Komm, komm, Vicky, komm. So, was machen wir jetzt? Jetzt gibt's einen Döner Ich werd mir jetzt zur die ganze- Feier des Tages. Ja. Die letzte warme Mahlzeit, bevor wir hier eine Nacht im Wald verbringen. Das erste Erfolgserlebnis dann bei mir gleich, wenn ich einen Döner esse, nach meiner tollen Nacht. Und meine Angel-Experience Immer alles jetzt. positiv sehen. Ist so, Selbst ey. so ein simpler Döner, ne? Trotz alledem waren die letzten 2 Stunden die schönsten des Tages. Die schönsten deines Lebens, wolltest du sagen. Der war ja bis jetzt auch ein sehr gelungener Tag, aber er wäre eigentlich noch besser gewesen, wenn du von morgens sozusagen Naja, Ja, das gewesen würde ich wärst. jetzt Das nicht ist- unbedingt sagen. Ja, sollte wohl nicht so sein. Weil du weißt ja, Steckst nicht drin. wie man so schön sagt, alles was Reifen und Brüste hat, Ist unzuverlässig? führt langfristig zu Problemen. Das war in meinem Fall auch so. Ja, wir distanzieren uns wieder von Vickys Aussage, ist ja ganz klar. Würde ich sagen, wir packen ein und für euch gibt es eine Blende und dann seht ihr uns im Döner und danach seht ihr uns noch zelten, ihr werdet uns noch einkaufen sehen und ihr werdet uns auf den wohl am schwersten zu fangenden Fisch Deutschlands angeln sehen. Glaube ich. Ich glaube, Meerforelle ist ein Kindergeburtstag gegen den Fisch auf jeden Fall. So, Blende, reicht jetzt. Man sieht schon, wir gehen ins Döner-Center. Mitten in Brandenburg, kann nur gut sein. Aber Erik hat gesagt, Jungs, ihr werdet euch wundern,
Der ist richtig gut. Können wir uns hier hinsetzen? Ja. Cool. Gibt es hier einen Spielautomat? Nee, Ich nehme normalen Döner, bitte. Cheers. Auf, dass dein Auto schnell wieder fit wird. Ja, hoffe ich auch. Ist ja klar, wer wieder zahlt, ne? Ah, du hast jetzt schon gezahlt? Ja. Das ist das Geile, wenn du hier so auf dem Dorf einen Döner isst. Die meinen das ernst. Die packen den voll bis oben hin. Das ist gut. So, ey Jungs, lasst es euch schmecken. Erik, vielen Dank für den schönen Angeltag. Ja, ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Wer auch mal Eriks Content gucken will, ey, wir blenden euch alles unten ein. Erik hat einen YouTube-Kanal, On the Lake. Genau, Und Instagram blenden wir euch auch ein, Eric on the Lake. so sieht's aus, ganz genau. Könnt ihr mal abchecken. Geiler Content, qualitativ sehr hochwertig, findet man ja in der Angelbranche nicht immer. Ja, Erik macht das. Und wir essen jetzt mal in Ruhe, du auch. Und dann schlagen wir das Zelt auf. Da habe ich ein bisschen Sorge. Ey, minus 5 Grad heute Nacht. Ja, alright. 8 von 10 Geschmackspunkten. Lecker Döner. Jetzt geht es darum, eine ebene Fläche zu finden, Becky. Fürs Nachtlager. Fürs Zelten. Übrigens, falls euch kalt ist oder wenn es kalt ist, wir haben richtig geiles Vlies von Nace. Oh, schön kuschelig. Ich liebe das. So ein Dachzelt war schon irgendwie praktisch, ne? Ja. Einfach aufklappen oben, fertig ist, rein, trocken, Boden, keine Kälte von unten. Und das hier, meinst du? Wie abangeln, abzelten. So, Zeug rein, Zähne putzen, Abmarsch. Oh, ich habe irgendwie Bock jetzt hier zu pennen. Jetzt, wo das Zelt steht, ist eigentlich alles ganz geil. Ja. Markus, der alte Schisser, hat Angst im Zelt zu schlafen, er schläft im Auto. Markus hat den Wolf gehört, jaulen gehört. Nee, das meine ich nicht. Nee. Oh, ist das, ey Junge, weißt du, wie geil das wird? Dreimal darfst du raten, wer nachts unter diese Decke gekrabbelt kommt. Ja, du nicht. Wir werden sehen. Oh, ist das geil. Okay, ich komme rein, okay? Hallo. Ja, dann wünsche ich mir eine gute Nacht. Minus 20 Grad hier drin. Aber egal. Gute Nacht. Markus, schlaf schön bei den Wölfen. Bis morgen. Gute Nacht. Oh, wie hast du geschlafen, Becky? Geht so. Ich würde auch gerne noch ein bisschen liegen bleiben, nur ganz kurz. Oh, nee, wir bleiben jetzt nicht liegen. Wir bereiten jetzt vor. Alter, guten Morgen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, machen hier schön uns einen Tee, bauen Scotty Booster auf, fangen noch mal ein paar Fische, ein paar Hechte hoffentlich, hier sollen doch noch größere drin sein und versuchen dann heute auch noch den Fisch zu überlisten, den wir alle noch nie gefangen haben und ihr vermutlich dahinter im Bildschirm auch nicht. Also, ich pöl jetzt erstmal Becky raus, weil der schläft hier immer noch. Becky, komm. Komm. Na, geh du erstmal raus. Komm. Ja. Und dann geht's los. Gehen wir baden? Ja, auf jeden Fall. Geh schon mal vor, ich komm nach. Becky, komm. Ja, geh du Sei erstmal doch mal raus. ein bisschen motivierter jetzt. Ich kann ja nicht raus, wenn du noch nicht raus bist. Ja, klar. Oh, die Jacke ist auch komplett nass. Aber wenigstens ist es warm. Weißt du, was ich bei der Jacke besonders geil finde? Ist diese Zwischenlayer hier, dass du die erstmal so zumachen kannst. Aber Becky sieht so ein bisschen verklatscht aus, oder? Ich bin auch ein bisschen verklatscht. Boah, ich hab Bock zu angeln. Aber im Winter, wenn es so kalt ist, sage ich dir eins, ist das jetzt nicht die beste Zeit. Es wird erst so, wenn es sich ein bisschen erwärmt. Gut, ich meine, wir hatten ja wie viel Grad? Minus 5, minus 6 Grad heute Nacht. Becky macht Frühstück, flüssiges. Ich baue in der Zeit das Zelt ab. Bau schnell den Scotty auf. Schön nah am Zelt. Damit das Zelt auch schön warm wird. Guck mal, ich habe auch ein Dachzelt. Wir wollten auch unbedingt ein Dachzelt haben. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen was vorbereiten für die Jungs. Und bestens vorbereitet für unseren Campingtrip hier. Schönen Tee mit Thymian, mit Zitrone, mit Ingwer. Erstmal die Zitrone ein bisschen massieren. Kommt das auch in dein Kochbuch? Das natürlich, das ist der berühmte Markus Gehlert Zitronen-Thymian-Tee. Wollt ihr auch noch Ingwer rein? Ja. Okay, unser Wasser kocht, Becky. Okay. Vorsichtig mit der Hand. Unser Frühstück.
Markus Spezialmischung. Ingwer, Thymian, Zitrone, Honig. Das war's, ne? Ja. Aber sagen wir so, danach werde ich mich schön frisch machen. Du hast Duschgel da rein, ne? Geh ein bisschen ins Wasser. Möchtest du die Haare? Ja, nee, aber auf jeden Fall hier mal unter den Achseln. Und dann gehen wir angeln. Noch einen dicken Fisch fangen. Bevor wir uns auf den Weg machen zu den Fischen, die wir alle noch nie gefangen haben. Wisst ihr, was mir eingefallen ist? Du hast schon mal so ein Ding gefangen. Nee. Wenn ihr den fangt, dann Das ist es euer PB. Stimmt. Ja, Ja, das stimmt. hast recht. Das kann sein, dass ihr uns heute bei minus 5 Grad nach Bahn seht. In einem großen Fluss in Ostdeutschland. Ja, aber für so einen Fisch? Pfah! Was ist jetzt zu süß? oder? Zitrone pur, Alter. Ich wusste es doch, so viel. Oh ja. Eine heiße Zitrone. Okay. Ich habe Markus sein Rezept genommen. Ich habe wirklich Ich habe auch den eine ganzen halbe, Thymian im Maul. halbe reingedrückt immer. Schmeckt nicht nach Thymian und nur nach Zitrone. Ja, siehst du, also es trocknet doch besser. Also jedes Mal. Boah. Okay. Aber das ist gesund, das Nächstes ist Mal mache ich den wieder. Vitamin C. Fertig. Zelt lassen wir noch trocknen. Hoffentlich trocknet es ein bisschen. Und wir versuchen jetzt noch einen dicken Hecht zu fangen. Im Winter bei minus 300.000 Grad, ey. Es ist echt kalt. So, Becky, Los geht das. fang was. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Beißen hier ein bisschen dauert, weil das sich erst ein bisschen erwärmen muss nach dieser eiskalten Nacht. Ja, deswegen vielleicht jetzt genau die Stellen, wo die Sonne am See ist. Schon wieder fast vorbei unser Angeljahr, das Ding, ja. Wahnsinn. Das sind die letzten Angeltage für dieses Jahr. Ist dieses Jahr irgendein Highlight passiert? Ja, River Tour war schon geil. Dann, was war noch krass? Die letzte Folge auf dem Hausboot mit dem 54er Barsch. Das war, wenn ich jetzt zurückdenke, mein Highlight. Ja, und ich hatte noch ein Highlight mit Freddy natürlich. Ja, da war ich leider nicht dabei. Ja, 3x Meter 20. Dann haben wir auch in Spanien ein paar richtig geile Barsche gefangen. Das war auch schon geil. Ja, stimmt. Das war dieses Jahr mein 55,5er. Ja. Also wir haben schon wieder den einen oder anderen dicken Fisch ans Land gezogen. Schon ein paar coole Trips gehabt. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr so auf uns wartet. Weiter geht's. Nächster. Next Spot. Lauf mal links rum, oder? So lang würde ich sagen. Ja. Was ist denn da? Oh, ein Barsch. Kein großer, aber Barsch. Komm, lass mal weitergehen. Es ist kalt hier im Schatten. Ja, ne? Die Sonne ist schon angenehmer, muss man sagen. Ja, 2, 3 Spots habe ich noch Chance, hier irgendwie einen Fisch zu fangen. Ey, ein Hecht wäre schon ganz cool nach der ganzen Action der letzten Tage. Kommt schon, Becky. Wenn nicht, fängst du halt ein PB von dem Fisch, den du noch nie gefangen hast. Ja, hätte ich auch nichts dagegen. So, jetzt bin ich besonders nervös, weil hier habe ich einen Dickie gefangen gestern. Alles noch gefroren hier, siehst du? Ja. Boah. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind hier auf der falschen Seite im Winter im Schatten, Becky. Ja, wollen wir noch mal rübergehen? Da sind noch 1, 2 Spots, die man, glaube ich, befischen kann. Letzter Wurf. Ich würde an der nächsten Stelle noch einen Wurf machen, wo ich den Biss verknallt habe. Und dann, let's go. Ich liebe ja Winterangeln. Klingt so ironisch. Ja, ist es auch. So, letzter Spot hier nochmal, Becky. Ja, die letzte Chance für mich, noch ein Hecht zu fangen, ey. Wenn nicht, Autopanne und die ganzen Hassel, ey. Weiß ich nicht, vielleicht haben wir noch eine Umsonst. Chance, da wo wir jetzt hinfahren. Dass wir davor noch ein bisschen mit der Spinnrute angeln, noch. Ja, ist ja noch hell. Vom Last Cast. So, Dustin hat gerade seinen letzten Wurf angekündigt. Mal schauen, ob es wirklich der letzte Wurf bleibt. Ja, also es bleibt für letzte Woche. Wir haben ja Verpflichtungen. Stimmt, wir müssen jetzt noch einkaufen gehen. Dann müssen wir wie lange fahren? 1,5 Stunden? Ja, sowas. Ja, Einmal quer durch den Osten. da, wo man 11 sagt, anstatt 11. Oder Icke. Icke. Das ist so mit die Berliner, wa? Und die Brandenburger. Leute, Feierabend, ey. Petrus ist nicht auf meiner Seite. Heute mal nicht. In Holland war Petrus auch auf meiner Seite. Ja. Danke dir. Bedankst du dich manchmal einfach bei irgendjemandem, wenn du einen großen Fisch gefangen hast? Danke, Dietmar. Eher bei den Leuten, die dann mit dabei sind.
Danke, dass ich den Fisch jetzt gefangen habe. Okay. Gut, ab zum Auto, Sachen zusammenpacken, einkaufen und los geht's. So, jetzt sind wir an dem Fluss, von dem ich gesprochen habe, im Osten. Ihr habt es wahrscheinlich alle gedacht, es ist nicht die Elbe, sondern die Oder. Und was werden wir hier angeln, Becky? Hoffentlich? Darf ich schon verraten? Ja. Quappen. Quappen! Der wohl, ich glaube, man kann sagen, einer der seltensten Fische in Europa. Ja, auf jeden Fall am schwersten zu fangen in unseren Breiten. Ja. Wenn wir es schaffen, sollen wir machen, egal, wenn wir beide fangen müssen? Nee, ne? Wenn wir eine Maßige fangen, derjenige, der eine Maßige fängt, geht baden. Oder beide als Team? Können wir auch machen. Let's go. Am Ende fange ich den ganzen Trip nichts, habe ein kaputtes Auto und kann noch baden gehen. Ja, komm, Geil. komm. Wir sind auch total nicht vorbereitet. Wir sind hier mit Ali und Jan und Clemens vom DRF. Wie heißt der DRF? DRV, genau, DRV. Die sind natürlich Experten. Ich habe hier eine Dropshot-Route dabei. Becky noch eine Karpfenroute für mich. Und ein Wäschekorb Und einen zum Wäschekorb. Draufsetzen. Was machen wir mit der Quappe dann eigentlich? Räuchern wir die? Fressen. Neifress. Gehen wir eher Fluss ab oder eher Fluss? Das ist eine gute Frage. Petri Heil! Wo geht ihr? Ihr setzt euch dahin, ja? Ja, die großen Fische kommen aus dem Hafen. Dann gehen Wir gehen runter. Gehen wir runter. Das ist doch klar. Ja, du, dann ist ja klar, wo wir hingehen. Wir haben noch nie auf Kappe geangelt. Ich meine schon 4-mal. Ja, siehst du. Also hast du definitiv mehr Ahnung. Wie würdest du denn werfen? An die Strömungskante, ne? Da. 4 Dinger hin, oder was? Er hat schon Bock, so ein Ding zu fangen. Safe. Boah, die können, glaube ich, auch groß werden hier in der Oder. Hier können wir auch gut baden gehen. Ali, und deswegen müssen wir eine Sache mit dir noch klären. Oh Gott. PB zählt erst beim Mindestmaß. Wie groß ist das Mindestmaß? 30 cm. 30 Zentimeter. Das heißt, wenn man eine fängt, ist die Chance schon groß, dass auch Mindestmaß ist, oder? Ja, aber das kannst du ja immer noch mit dir selber ausmachen, vielleicht ein Stück weit. Ja, also wenn der Fisch wirklich, aber 30 cm ist Mindestmaß und Schonzeit ist nicht. Ja gut. Geile Voraussetzungen. Becky hat schon gesagt, fängt keinen Fisch hier heute, aber baden muss er trotzdem am Ende. Na, es gilt nur, wir als Team, wenn wir als Team eine fangen, müssen wir baden gehen, wenn sie maßig ist. Anbaden. Abbaden. Abbaden, Links ja. kannst du stehen. Wir bereiten die Routen vor, das denn, oder? Ja. Meinst du, bist du zufrieden mit unserer Stellenwahl, Becky? Ach, geht so. Aber ich glaube, dass die alle ein bisschen kacke sind wegen dem Hochwasser. Der ist doch hohl. Wie ich eine Maschine. Ja, das ist gut. Also ich hätte schon Bock, so eine Quappe zu fangen, Becky. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Safe, jetzt sind wir hier. Wir sind gut vorbereitet. Ne, sind wir nicht. sind echt alles nur überhaupt nicht vorbereitet. So, jetzt gehen wir mal dahin, wo man sehen kann, wie das auszusehen hat. Ne, nicht Team Chaos mit ihren halb zusammengeliehenen Ständern, sondern so sieht das hier nämlich aus. Oh, Entschuldigung. Ständer kannst du auch mal dokumentieren. Bei euch sieht es auf jeden Fall besser aus als bei uns, muss man ganz ehrlich sagen. Mehr Druck drauf oder was? Aber die Fische Nee. kommen von da. Ist am Ende kann das so gut aussehen, wie du willst. Wenn die Fische von da kommen, Aber eine andere Sache, der Haken zu groß oder gut? also ist ein dorschartiger, ne? Also letztendlich Großes Maul. Großes Maul, Okay. keine Scheu. Braucht ihr die Stühle zufällig? Wir würden die dann später wieder vorbeibringen, wenn wir Ja. fertig sind. So, wir montieren jetzt die Routen. Hunde. Hast du keine anderen Schuhe dabei? Mhm. Nee? Adidas vielleicht noch offen. Aber wieso? Ich habe da tatsächlich gar nicht so viel gedacht, aber Passt. echt? Dann kommt es hierher. Ihr könnt die Routen unten ablegen? Scheiße, ey. Ich habe einen Wäschekorb. Aber Becky ist strategisch echt nicht so schlau, ne? Ich habe gedacht, dass wir die Letzten sind. Wir sind auch die und das Letzte vor allem, aber Unsere Theorie ist, dass die Quappen hier hochziehen, an uns vorbei. Und bevor die na, überhaupt... an uns vorbei hoffentlich nicht. Ja, eben, an uns vorbei nicht und gar nicht erst Jan und Ali da oben kennenlernen. Ja, aber das denkt sich Clemens, der jetzt unter uns sitzt, auch leider. Scheiße. Weil hinter uns ist Polen. Da gibt's günstige Zigaretten und Frauen. Ich habe noch eine kleine Überraschung auch in der Wurmdose. Für mich? Für uns. Aber zum Essen kann schon mal nichts sein. Nee. Ach, das bringt doch nichts. Meinst du? Da mache ich ihm schon eine Freude, dem Langen. Mir eine Freude. Ich habe hier einen Köderfisch Ein besorgt. Sandaal. Ein Sandaal. Wie viele Sandaale gibt es hier noch, oder? Vielleicht gleich ein.
Ja. Vielleicht wäre es besser, wenn er ein bisschen länger zum Wursteln hat. First Cast. Aber mit so viel Gewicht, da habe ich Angst, dass der ganze Wurm dann abreißt, Becky. Ja, fast ein bisschen zu. Ja. Genau da wollte ich hin. Volle Konzentration. Zu kurz, oder? Ne, ist gut. Bevor es dunkel wird, würde ich sagen, räumen wir alles zusammen, oder? Sieht sehr professionell aus, was wir da gebastelt haben. Ja. Schreibt ihr mal in die Kommentare jetzt, ob ihr glaubt, dass wir eine Quappe fangen oder nicht. Safe. Kriegen wir hin irgendwie. So, wir haben uns noch die Tipps bei den Profis abgeholt. Markus hat auf die Routen aufgepasst. Hat es gebimmelt? Schade. Nicht einmal? Aber jetzt mit unseren neuen Erkenntnissen und Tipps kann das nur was werden. 15:50 Uhr war Sonnenuntergang. Also müsste es jetzt gleich richtig dunkel werden. Ich glaube, sollen wir noch einmal kontrollieren Können wir? und dann einmal noch mal rauswerfen. Jetzt nochmal die Route richtig schön legen für die Dämmerung. Für die Dämmerung ist doch hoffentlich gleich fürs Dunkle. Was machst du? Boah, geil. Liegt perfekt. Wenn da keine Quappe kommt, no way. Man macht die wirklich so straff, dass sie sofort reinrennt, ne? In die Route, oder? Ja. Oh, das ist schon sehr spannend jetzt. Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Bei Clemens. Clemens hat gerade geschrien, Fisch. Ich losgesprintet. Und dann schickt er den Fisch. Ich zeige euch mal. Da ist er, der Fisch. Schöner Kauli. Schöner Kauli. Aber besser als nichts, wa? Ist so. Über den würde ich mich auch schon freuen. Ich habe seit Jahren keinen Kaulbarsch mehr gefangen. Ich dachte, ich habe seit Jahren keinen Fisch mehr gefangen. Ja, das gefühlt auch. Jetzt ist wohl die erste Quappe gefangen worden. Wir müssen hier lang. Alter, das ist ja ein Monster. Da gehst du baden heute. Warum? Ja, klar. Boah, mega. Boah, was für ein Riesenvieh. Alter, richtig dick, ne? Mal, dass ich so einen schönen Fisch in der Hand habe hier. Wahnsinn. Hey, das ist ein richtig großes Ding, oder? Was hat die so? 60 oder was? Ja. Oder? Doch. 55? Ist das ein geiles Vieh, ey. Ja. Und wie war der Biss? Ja, voll rabiat. Ja? Rein. Und hast du direkt angehauen? Naja, der hat so 3-4 Mal gebissen. Und dann, Mann, wären wir doch mal runtergegangen. da guck mal, auf wie fett der ist, ne? Richtig fettes Vieh, ey. Boah, sieht der geil aus, der Fisch. Habe ich noch nie live gesehen, das erste Mal. Yes! Alter! Mit 2 Ruten oder was? Alter! Geil! Ach, Clemens hat die oder was? Alter, das ist richtig groß, Alter. Ja, ist richtig groß. Voll gut. Richtig großes Ding. 60 oder was? Ja, sowas. Geil, ne? Die machen wir jetzt klar. Petri Clemens, Alter. Dankeschön. Na, ich schätze 58. Der hat geschluckt. Oh, vielleicht ist er länger als 58. So. Ja. Ah ja, Im Turnier 60. da siehst du. Petri! Geil. Ah, nee, so nicht. Wir kommen nachher nochmal vorbei zum Schwimmen, ja? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall. Du hast doch vorhin gesagt, du machst das, wenn du ein PW fängst. Hab ich nicht gesagt. Hat er gesagt? Haben wir auf Letzte Kamera. Woche krank, jetzt war ich 4 Tage. Ich war auch krank. Meerforellenangeln. Ich war auch richtig krank. Ich glaube, das wäre mein Tod. Aber wir müssen jetzt schnell zurück zu den Routen, weil wenn bei uns was beißt, ne, dann holt weg die nachher noch raus. Oh, Wahnsinn, ey. Hat sich doch gelohnt. Das erste Mal für mich, dass ich so einen Fisch gesehen habe. Also ich glaube, ich habe schon mal im Aquarium gesehen, also, aber live. Und es war wirklich ein richtig fettes Vieh, ey. 60, knapp 60. Geil, jetzt muss bei uns noch eine kommen. Oh, Und? 60er. Echt? Ja. Geil, Alter. Also 59,5. Also Krass, doch. schon Schon krass, groß, ne? oder? Hä? Schon groß. Das war ein richtiges Vieh, ey. Auf Wurm? Ja, hat wohl richtig doll gebissen. So bap, 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 bap. Das habe ich nicht verstanden. Siri redet mit dir. Ich würde sagen, es ist Zeit, nochmal den Köder zu kontrollieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Becky. Ich schau mir erstmal an, wie dein Wurm aussieht. Warte. Jetzt eine Überraschung, jetzt ist einer dran, das wäre geil. Nee, aber lag schön fest auf dem Grund, alles gut. Das heißt, Der Platz ist schon mal gut. ja, das Problem ist, jetzt sehe ich echt nicht mehr, wo ich hinwerfe. Ne? Vor allem, wenn Markus uns blendet.
Ja, dann sieht man eh nichts mehr. Ja, Wurm ist komplett dran, ne? Hätte ich schön liegen lassen können. Man weiß es halt immer davor nicht. Ja. Der ist top. Das ist wirklich top. Glaubst du schon mal an der Bank Pappenangeln erfroren? Mit Sicherheit. Ich bin der Nächste. Ja, mit den Schuhen ist auch wirklich bodenlos. Wollen wir tauschen? Das wäre geil, wenn es jetzt so beißen würde. Jetzt! Hau ich direkt an, oder? Fisch. Doch, klein. Nur auf den Kescher. Oh, ist groß. Ja, nicht groß. Kescher raufgetreten, ne? Oh, bitte, ist kleiner als 30 cm. Das ist ein Zander. Brase. Oh, nee. Richtig schöne. Herzlichen Glückwunsch. Oh nein, ich habe mich so gefreut. Nee. Oh, ganz schönes Vieh, Alter. Oh. Guckt dir das Teil mal an. Bin ich ja jetzt nicht unhappy mit, muss ich sagen. Jetzt guckt euch's an. Alter, ist das ein Apparello. Ei, ei, ei. Richtig schöner Klodeckel. Ich hoffe, du bist passionierter Klodeckelangler, dann freust du dich über so ein Apparello, Ja. aber richtig. Ja, ich hätte ja gehofft, das ist eine Quappe. Ja gut, schön, Petri, Dank. Specimen Hunter bin die ich. kannst du Lena mitbringen fürs Mittagessen morgen. Lena, du hast es oft nicht leicht. Oh Mann, ey. Oh. Hat auch nur das in seine gewimmelt? Ah, jetzt bin ich ein richtiger Quappenangler hier geworden, ey. So, das war die Winter-Eises-Folge. Gezeltet bei minus 5 Grad. Fische gefangen bei minus 5 Grad. Eine geile Quappe. Ich habe eine schöne Brasse heute gefangen. Ja. Aber ich bin sehr, sehr happy über diesen Hecht, weil das war, glaube ich, wirklich ein Das war auch ein Ausnahmefang. wunderschöner Fisch, richtig fett Ja. und vor allem aus einem Gewässer, wo wir nicht damit gerechnet haben. Das ist halt auch nochmal geil. Oh, und der Guide auch nicht. Hat auch nicht damit gerechnet. Ja. Also, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Markus, Ja, ich brauche ja auch ein bisschen Privatsphäre beim Dreh. deswegen stehe ich ja hinter dir.